Steuerrechtlich, wir sind rechtsmäßig ein Paradies. Nicht null, nicht unbedingt Paradies, aber quasi Paradies. Kurz zu sagen, man wird mit IT-Tätigkeit, falls man es für Auslandslieferung macht, also die typische IT-Tätigkeit für die Auslandslieferung. Also die Besteller müssen die Ausländer sein, außer Georgien. Da muss man nur 5% zahlen, Dividendensteuer. Gewinnausschüttungssteuer, 5%, das war's. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Ich fange mal einfach an. Ich muss ganz kurz was zu Georgien erzählen, was mir letzte Woche noch passiert ist. Letzte Woche sitze ich in Athen in einem Restaurant und neben uns am Tisch eine Dame aus Georgien. Und das war für mich sehr interessant, weil wir hatten ja für diese Woche das Gespräch geplant über Georgien und dann sitzt neben mir eine nette Dame aus Georgien und da habe ich was sehr Interessantes gelernt, was ich vorher nicht wusste. Hat sie mir nämlich ganz stolz erzählt, dass Sprache und Alphabet von Georgien einzigartig ist und Sprache und Alphabet mit keiner anderen Sprache der Welt verwandt ist. War für mich sehr interessant, aber nicht nur die Sprache und die Schrift macht ja Georgien zu etwas ganz Besonderem. Da sprechen wir heute noch drüber, auch für Auswanderer, egal ob man dort leben möchte oder ob man vielleicht Unternehmen gründen möchte. Auch da hat Georgien eine ganze Menge Besonderes und Einzigartiges zu bieten. Georgien ist unternehmerfreundlich, hat wenig Bürokratie, günstige Steuern und viel andere Vorteile. Und wir sind froh, dass wir heute Herrn David Toradze bei uns als Experten sozusagen für Georgien zu Gast haben und über viele andere Besonderheiten außer der Sprache und Schrift auch mal mit Ihnen drüber sprechen können. Herr Toradze, stellen Sie sich doch unseren Zuschauern und Zuhörern einmal selbst vor. Hallo, hier allerseits. Ich bin David Toradze, gebürtige Georgier. Erstmal habe ich Physik studiert, so ganz hobbymäßig. Und ab 21 habe ich in Saarbrücken Sprachkurs angefangen. Damals in Georgien war keine so besonders gute Zeiten. Da hatte ich mir irgendwie Zeit genommen, irgendwie anderes Land und andere Sitten zu lernen. Und dabei habe ich Deutsch gelernt. Dann habe ich mir gedacht, ja, irgendwas zu studieren. Mit Physik wollte ich nicht weitermachen. Also ehrlich gesagt, so 2 Möglichkeiten hätte man nur da gehabt. IT, eine davon. Und habe ich Jura angefangen in Münster. Und dann habe ich Jura angefangen und einmal in 10 Semester Juraabschluss gemacht, erstes Staatsexamen. Und dann nachher dachte ich mir, nicht mehr in Deutschland weiter zu leben oder weiter zu arbeiten. Irgendwie schönes Land, aber nicht für mich. Also wäre für mich fürs Georgien irgendwie, da habe ich mich für Georgien irgendwie entschieden. Dann bin ich hier, so gesagt, eingewandert. Das Thema, Höhepunkt des Gesprächs, im Prinzip nach 8 Jahren, ja. 5 Jahre habe ich studiert und 3 Jahre inzwischen habe ich so ein Jahr danach habe ich ziemlich Geld verdient und sowas. Und seit 2005 bin ich in Georgien, habe ich in den Banken angefangen zu arbeiten. Erstmal in ProCredit Bank, das ist sächlich so eine deutsche Bankstiftung mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Da habe ich für 4-5 Jahre gearbeitet, dann bin ich in eine andere Bank umgewandert, dann habe ich in 3 Banken habe ich gearbeitet. Ab dem habe ich mir irgendwie entschlossen, selbstständig zu werden und habe mir ab 2017, 2018, um ehrlich zu sein, eine Anwaltskanzlei aufgemacht. Seitdem mache ich am meisten für die deutschen Kunden natürlich die Rechtsberatung. Unsere Kanzlei ist Mitglied der Deutschen Wirtschaftsvereinigung in Georgien. Das ist die größte deutschsprachige Vereinigung. Wir sind auch in Deutsche Botschaft aktiv, also wir sind in der Liste Deutsche Botschaft, falls die Deutsche Botschaft empfiehlt uns auch. Und so gesagt, für die deutschen Kunden arbeiten wir gerne.
Ich habe jede Menge deutsche Kunden in diverse Richtungen, meistens IT-Branche oder auch im Tourismusgeschäft und so weiter. Und das sind wir. Außer Strafrecht bin ich in jeder Branche aktiv. Die Firma besteht aus 9 Personen. Wir haben diverse Richtungen der Dienstleistungen. Eine davon ist natürlich ein Prozessrecht. Ja, typische so Anwaltstätigkeit. Aber ich mag mehr die Rechtsberatung. Ich sage mir, wenn meine Kunden zu Prozess gehen, ist schon spät. Und ja, das ist schon wie ein Krieg dann. Ja? Und man muss Krieg vermeiden, auch ein aktuelles Thema heutzutage. Und deswegen versuchen wir irgendwie mit den Kunden richtige Strategie aufzubauen und tatsächlich Auseinandersetzung zu vermeiden. Deswegen die Rechtsberatung ist in unserer Kanzlei so grob gesagt 70% Zeitarbeit und 30% Kanzleistätigkeit ist die Anwaltstätigkeit. Und diese Rechtsberatung haben wir auch die diverse Richtungen. Eine davon ist wir haben im Prinzip einzige in Georgien, unsere Kanzlei, die eine Autorisation vom Justizministerium besitzt, vom Grundbuchamt und Handelsregister. Das ist eine selbe Organisation, dass wir die Autorisation besitzen, die Firma, also die Dokumente selbst entgegenzunehmen. Man braucht nicht in Justizamt zu gehen oder in ein Bürgeramt oder irgendwas. Man kann hier im Office vor Ort eine Firma gründen. Und kurz zu sagen, unsere Kunden bekommen hier die Dienstleistung einmal hier unterzeichnet und nach irgendeiner X-Gebühr bezahlt zu haben, bekommt man in 3 Stunden Firma gegründet. GmbH oder AG, egal, ja, das sind die meisten. Und das ist und viele natürlich Anwaltskanzleien nutzen auch unsere Dienstleistungen, die kaufen das von uns. Und das ist unsere so richtige Arbeitstätigkeit tagsüber. Wir machen auch Grundbuch. Also was Kaufverträge betrifft, es ist nicht so wie in Deutschland, dass ein Kauf oder eine Hypothek unbedingt notariell beglaubigt werden muss. Nein, es ist nicht der Fall. Wir können auch und wir sind auch autorisiert, also notariell gleichgestellte Person sind wir in der Fall. Wir können auch Immobilienkaufverträge oder Hypotheken oder Immobiliengeschäft kann man auch vor Ort machen. Und deswegen ist das ganz bequem und ganz schön für die Kunden, nicht nach Bürgeramt oder Justizhall zu gehen, da Schlange stehen, obwohl da keine Schlangen gibt. Aber trotzdem irgendwie, braucht man keine Öffentlichkeit. Man macht so ganz geschlossen im Büro und Rückzug innerhalb von, wir haben 3-4 Stunden. Für mehr Gebühr schafft man innerhalb von 3 Stunden Firma zu gründen oder Grundstück, Eigentum zu übertragen und so weiter und so fort. Ansonsten natürlich klassische Anwaltskanzlei, was Bürgerrecht und Zivilrecht und Staatsrecht und Verwaltungsrecht natürlich betrifft. Da haben wir jede Menge Richtungen. Patent haben wir jede Menge hier. Viele Deutschen machen irgendwelche Patenteintragungen und so weiter. Das sind wir. Ja, schön. War doch schon mal eine gute Mehr kann man von unserer Website lesen natürlich. Da ist so definiert, ziemlich so ordentlich geschrieben. Ja. Das war eine gute Steilvorlage, die Sie da geliefert haben, besonders was die Firmengründung betrifft. Ne? Also in 3 Stunden im Prinzip eine Firma zu eröffnen, das schafft nicht jedes Land. Ich denke, da hat der Sebastian dann auch noch einige Fragen dazu, ne? Was gerade Firmengründung betrifft. Ja, 100%ig, natürlich. Da können wir nachher noch im Detail zu sprechen. Das klingt ja auf jeden Fall sehr interessant hier. Diese schnelle, effiziente Firmengründung ist für viele Mandanten ja wichtig, vor allen Dingen, weil sie ja natürlich nur für wenige Tage meistens in Georgien sind. Und wenn man dann natürlich viel erledigen muss, dann hat man dann natürlich ein gutes Gefühl, wenn man weiß, okay, Firmengründung ist schon mal abgeschlossen innerhalb von einem Tag. Und muss ich nicht wie in Deutschland wochenlang warten, bis die Kiste eingetragen ist beim Registergericht. Genau. Wenn man jetzt gerade nochmal allgemein, weil Sie sagen, Sie machen also auch Firmengründung für Mandanten, für welche Branchen ist denn jetzt Georgien aus Ihrer Sicht ein idealer Ort, um Unternehmen überhaupt zu gründen und geschäftlich tätig zu werden? Gibt es da so irgendwas, was im Fokus steht, wo man sagt, dafür ist Georgien als Platz, als Handelsplatz, als
Unternehmenssitz besonders gut geeignet? Ja, 3. Ich würde 3 sagen, dass 3 reicht im Moment. Nummer 1 ist IT-Branche. Steuerrechtlich, wir sind rechtsmäßig ein Paradies. Nicht null, nicht unbedingt Paradies, aber quasi Paradies. Kurz zu sagen, man wird mit IT-Tätigkeit, falls man es für Auslandslieferung macht, also die typische IT-Tätigkeit für die Auslandslieferung. Also die Besteller müssen die Ausländer sein, außer Georgien. Da muss man nur 5% zahlen, Dividendensteuer. Gewinnausschüttungssteuer, 5%, das war's. Deswegen gibt es viele Kunden, nicht nur bei mir, sondern in Georgien. Es gibt insgesamt, glaube ich, 250 registrierte, sogenannte Virtualsonderpersonen. So heißt es übersetzt in Deutsch. Und das heißt Virtualsonderperson, das läuft ab 2009. Die Regierung hat extra so eine Ermäßigung im Steuerkodex, im Steuergesetz eingetragen und gesagt, Ausländer, die hier eine Firma gründen, sogar eine Briefkastenfirma, egal, das ist auch gesetzlich legal. Aber einzige Voraussetzung, dass nur wenigstens ein Mitarbeiter muss in Georgien sitzen, damit er ein Gehalt erhält. Also es ist nicht unbedingt eine Briefkastenfirma, man braucht kein Office, man braucht nichts, gar nichts, aber es muss irgendein Freelancer oder irgendeine Seele, es ist nicht unbedingt Georgier, ist egal, also Staatsangehörigkeit spielt keine Rolle, aber er muss georgisch Resident sein. Das heißt, ja, georgisch Resident, ansässig, georgisch ansässig sein, steuerrechtlich ansässig meine ich. Und er muss natürlich das Geld irgendwie als IT-Typ auf Territorium an dem Boden Georgien arbeiten. Dann bekommt man eine typische Ermäßigung anstatt 20%. Mehrwertsteuer ist sowieso nicht da, denn es ist erstmal eine Tätigkeit außer Lande, deswegen zahlt man keine Steuer. Also Lieferung nach Ausland zahlt man keine Mehrwertsteuer bei Dienstleistungen. Aber sonst zahlt man keine 20% Einkommensteuer und diese wird auf 5% Gewinnausschüttungssteuer reduziert. 5% ist ganz schön, klingt ganz schön. Um ehrlich zu sein, wenn man gesamt die Kosten zusammentrommelt, ja tatsächlich, also ich habe im Prinzip 6, 7 solche Firmen. 3 davon sind die Deutschen. Andere sind in Osteuropa ansässig, so Polen und Slowakei und solche. Die machen es, die lassen ein paar Typen hier als IT-Typ arbeiten, lassen das Geld richtig zahlen. Dieses Geld wird mit 20% leider besteuert. Ja, das ist der typische Lohn. In Georgien ist das alles 20%, mit Ausnahme irgendwelcher Branchen, aber quasi 90% Einkommen wird mit 20% besteuert. Und in dem Fall lässt sich bis auf 7-8% Kosten gesamt, inklusive diese Gehaltslohn. Ja, man zahlt natürlich nicht Millionen, sondern zahlt marktüblich, ja, dem IT, typische so 3.000, 4.000 Euro. So kostet ein IT-Typ, fortgeschrittener IT-Typ hier. Und wenn man das zusammenrechnet, bekommt man 7-8% Steuer zu zahlen und der Rest ist rein Gewinn. Also jetzt nochmal, die 20%, von der Sie gesprochen haben, sind was? Genau. Sind das die Sozialbeiträge, die der Arbeitgeber bezahlen muss, oder das ist die Steuer, die der Arbeitnehmer bezahlt? Nein, natürlich der Arbeitgeber bezahlt bei Zahlungsquelle wird es besteuert mit 20%. Dass er eine Quelle einbehalten wird, ist mir klar, aber zieht er letztlich hier dem Arbeitgeber dem Arbeitnehmer vom Bruttolohn letztlich die Steuer ab und überweist sie dann an die Finanzbehörde? Genau. Oder sind es Kosten zusätzlich zum Bruttogehalt, die der Arbeitgeber Nein, es ist im Prinzip wie in Deutschland. Ich habe in Deutschland auch gearbeitet. Wenn ich sage, wie viel Lohn bekomme ich, natürlich sagt man mir immer netto. Also wenn Sie hier in meiner Kanzlei arbeiten und haben Sie so 1.000 Euro Gehalt, da werde ich 200 Euro von Ihrem Gehalt abziehen und Sie bekommen 800 netto. Ja, genau. Bei Zahlungsquelle. Genau so ist es in Deutschland, glaube ich. Genau. Besteuerung bei Zahlungsquelle. Genau, das ist überall, genau. Also einfach das sind die 20%, die letztlich derjenige, der aber in dem Falle, bezahlen muss. Ja. In dem Falle, wenn Sie als typische Virtualsonderperson, Sie haben eine Firma hier gegründet, Sie sind der fragliche IT-Typ, der für sich selbst arbeitet, ja. Und wenn Sie es so tun,
Ihre Einkommen werden mit 5% besteuert anstatt 20%. Das heißt, Sie bekommen mit 15% mehr. Wenn ich außerhalb von Georgien wohne, Ja. ne, das heißt, der inländische, ich muss also eine Firma, ich fasse nochmal zusammen, wie ich es verstanden habe. Ich gründe also ein Unternehmen in Georgien, ich komme einen Sie Tag können zu es Ihnen. distanziell, Sie können es distanziell machen per Vollmacht. Okay. Sie brauchen Aber nicht nehmen mal wir an, hier ich zu komme kommen. einen Tag zu Ihnen, weil es Ja. dauert ja nur 3 Stunden. Wir gründen gemeinsam die Firma, dann stelle ich einen Mitarbeiter ein vor Ort. Stimmt. Dieser eine Mitarbeiter, nehmen wir mal an, der hat 1.000 Euro Lohn, bekommt 800 Euro ausgezahlt, weil ich 20% abführen muss. Mhm. Mhm. Ich habe nicht noch zusätzliche Kosten, das heißt nur diese 20%. Nein, Sie haben das noch. Okay. Und das Einkommen, was ich mir selber bezahle, weil ich im Ausland wohne, aber der Inhaber der georgischen Firma bin, wird mit 5% besteuert. In dem Fall ist es kein Einkommen, sondern es ist eine Gewinnausschüttung. Genau. Und Sie die sollen auf jeden Fall Gewinn ausschütten, nicht als Gehalt bekommen, sonst wird das mit 20. Okay. Aber warum sollen Sie es tun? Deswegen lassen Sie per Steuerberater, und das haben wir auch eine Richtung, wir machen auch die Steuerberatung, dann lassen Sie es per Gewinn ausschütten und Sie bekommen nur 5% bezahlt. Ja. Das ist alles. Klingt spannend. Aber vergessen Sie es nicht, wo Sie es sind. Wenn Sie in Deutschland ansässig sind, dann müssen Sie natürlich in dem Fall, ja, das betrifft natürlich uns nicht mehr. Aber in dem Fall gibt es auch Abkommen, Doppelbesteuerungsabkommen, und diese 5% wenigstens können Sie abziehen. Also einrechnen lassen. Ja, macht Sinn. Ja, genau. Jetzt noch eine andere Frage. Ich hatte noch gelesen, dass jetzt besonders kleine Unternehmen, also besonders kleine Unternehmen, die jetzt nur bis zu 500.000 Umsatz machen in der georgischen Währung. Entschuldigung, wie heißt die georgische Währung nochmal? Ja. Wie heißt die georgische Währung nochmal? Lari, georgische Lari. Lari, also 500.000 Lari. Die bezahlen sogar nur nicht 5%, sondern nur 1%. Das ist korrekt? Das sind ungefähr 125.000 Euro, die 500.000 Lari. Das ist absolut korrekt, aber nicht für jede Dienstleistung. Da ist eine extra Liste, das ist eine Regierungsverordnung, gibt es die Auflistung von der Dienstleistungen oder Tätigkeiten, um genau zu sagen. Das sind die Tätigkeiten. Im Prinzip sehr wenig Dienstleistungen fallen da rein, oder es fallen nur die Tätigkeiten mit dem Kaufverkauf, ja? Also Sachenkauf, nicht die Dienstleistung. In dem Fall ist die Liste so Numerus Clausus, und falls Sie in diese Liste fallen, schon bis 500. Das sind am meisten die landwirtschaftlichen Tätigkeiten, also Verkauf von Landwirtschaftsproduktion. Die Liste würden wir vielleicht mit in unseren Shownotes zum Video verlinken. Vielleicht der eine oder andere, der sich dafür interessiert. Wäre ja interessant. Es gibt ja immer mehr auch, die zum Beispiel heute sagen, ich investiere in Landwirtschaft, ich investiere in landwirtschaftliche Nutzflächen, lass das vielleicht managen von irgendjemandem. Das wäre dann möglicherweise sowas, was auch drunter fallen könnte, ne? Wenn jetzt jemand. Fürs Landwirtschaftliche, als Landwirtschaftliche wäre als dritte Tätigkeit hier für die Deutschen irgendwie als Voraussetzung. Zweite ist die Bau. Immobilientätigkeiten, so vielleicht Kaufverkauf von Immobilien. Und als dritte käme dann landwirtschaftliche. Ein Haken ist dabei, dass für die Nicht-Georgier Landwirtschaftsfläche ist nicht möglich in Eigentum zu nehmen. Aber da gibt es jede Menge Möglichkeiten, anstatt Eigentum für 99 Jahre per Erbbaurecht oder Landlease oder irgendwelche juristische Tricks gibt es für 99 Jahre quasi als Eigentum zu erlangen. Aber tatsächlich, also richtig klassische Eigentum, was man Eigentum nennt, ist im Moment für die Ausländer außer Georgier gesperrt. Ja, landwirtschaftliche Pflicht. Wir machen uns mal eine kleine gedankliche Notiz für später, wenn wir dann auch über Visa und Aufenthaltsrecht sprechen, über Möglichkeiten, auch die georgische Staatsbürgerschaft zum Beispiel zu erwerben, ob das möglich ist für jemanden, der viele Jahre dort wohnt. Lassen wir uns mal als Gedankennotiz und können wir nachher nochmal sprechen, weil dann wäre das auch noch eine Möglichkeit wahrscheinlich, die zum Kauf und Erwerb von Grund und Boden. Ich habe noch mal eine kurze Frage, Herr Torace, zu diesen 5%, die Sie vorhin gesagt haben. Also das heißt, die 5% werden fällig auf den ausgeschütteten Gewinn, ja, also auf die Dividende, die der Unternehmer bekommt. Also eine separate Körperschaftssteuer oder sowas gibt es nicht. Nein, Umsatzsteuer und Körperschaftssteuer gibt es nicht hier.
Es gibt nur Gewinnsteuer und es ist nur bei der Ausschüttung. Alles klar. Also Gewinnsteuer 5%. Und wenn ich ein solches Unternehmen gründen will, über Sie zum Beispiel, dann muss ich speziell das bei der Regierung beantragen. Und ist das einfach zu bekommen oder kann das jeder machen? Nein, diese Virtualsona-Person extra muss beantragt werden. Antrag dauert 30 Tage, ist kostenfrei, im Moment kostenfrei und also keine Gebühr. Und was dann? Man bekommt eine Lizenz, heißt das also irgendeine Virtualsona-Person-Lizenz. Und ab dem darf man solche Dinge tun. Und Voraussetzung, es gibt 2 so Voraussetzungen, so Gebote. Es ist, von einer haben wir gesprochen, es muss auf jeden Fall eine georgisch ansässige Person tätig sein, wenigstens sein. Und als Zweite, es muss die Produktion, also diese Dienstleistung, im Prinzip eine Produktion, nur nach Ausland verkauft werden. Es darf nicht in Georgien verkauft werden. Also der Endnutzer darf nicht georgische Unternehmen oder natürliche Person sein. Aber das ist einfach. Wenn man für Microsoft arbeitet, ist dieses Land einfach ganz schön. Man zahlt nur 5%. Wie kann man sich denn das jetzt technisch vorstellen? Also wie wird denn das jetzt, nehmen wir mal an, jetzt jemand, der so ein Unternehmen hat, überweist sich am Monatsende einen Gewinn von 10.000 Euro. Wird jetzt diese 5%, werden die am Ende des Jahres abgerechnet? Werden die monatlich abgerechnet? Nein, Sie dürfen jeden Monat machen. Sie dürfen jeden Monat machen. Natürlich, steuerrechtlich ist das zulässig und man muss natürlich clevere Steuerberater haben, der das natürlich mehr Arbeit bekommt, aber das ist schön. Und in dem Fall, man darf jeden Monat abziehen. Jeden Monat. Vielleicht, wenn wir gerade noch bei dem Unternehmen-Thema sind, dass wir vielleicht die 1, 2 Fragen, die noch dazugehören, also an der Stelle auch gleich besprechen, dann bleibt es zusammen. Mit welchen Kosten ungefähr rechnet man für so ein Setup eines Unternehmens? Wie lange es dauert, wissen wir schon. Ein paar Stunden und die Firma ist registriert. Dann muss man im Prinzip den Mitarbeiter noch irgendwie wahrscheinlich diese Formalien klären, Arbeitsvertrag, Anmeldung. 30 Tage dauert ohnehin, bis dann diese virtuelle Person als Inhaber der Firma registriert ist. Was haben wir noch für Kosten? Also was kostet das Offset der Firma und monatliche Steuerberatung ungefähr? Was muss man da an Kosten rechnen? Wir arbeiten mit festen Preisliste seit letzten 2 Jahren. Einfache Firmengründung ist für uns 550 Euro. Wenn Sie das per Fernauftrag machen, also mit Vollmacht meine ich, wenn Sie dich hier nicht auftragen, das ist ziemlich mehr Arbeit. Das kostet bei uns, glaube ich, 930, aber die Preise werde ich natürlich veröffentlichen. Wenn man tatsächlich eine Virtualsona-Person beauftragt, ja, da ist auch irgendeine Papierkramarbeit, muss man da irgendwie 2-mal persönlich da erscheinen. Und dazu kommt irgendwas ca. 250 Euro drauf. Und das ist im Prinzip alles. Also die Gründung ist stattgefunden. Und was monatliche Steuerberatung betrifft, ist 400 Euro üblich für die Umsätze bis 1 Million Euro. Ab 1 Million ist das natürlich extra zu behandeln. 400 Euro monatlich für die Steuerberatung? Monatlich, ja, stimmt. Okay, das ist nicht wenig. Da haben wir in Griechenland zum Beispiel, haben wir jetzt mit jemandem gesprochen, 50 Euro pro Monat. Aber schön. Vielleicht sind wir eine Anwaltskanzlei, deswegen das lassen wir es irgendwie anders. Aber 50 Euro in Georgien kenne ich keiner. Also kenne ich keine zuverlässige Steuerberater, der das irgendwie 40 macht. Leider. Okay, gut. Aber trotzdem ist ein sehr interessantes Konstrukt trotzdem. Sehr, sehr interessantes Setup mit dieser Firma und macht es wirklich zu was Einzigartigem. Gibt es gar keine Frage. Das ist ja, die andere Richtung, wie gesagt, viele deutsche Firmen arbeiten hier mit Immobilientätigkeiten, also sie kaufen, das verkaufen und bei diesem Kauf-Verkauf hilft unsere Firma auch dabei, vor Ort diese Rechtsgeschäfte richtig abzuschließen und die sind hausfroh. Interessant. Jetzt, wenn Sebastian keine Fragen noch zum Firmen-Setup hat, würde ich gerne mal zum Thema Visum und Aufenthaltsgenehmigung kommen. Sebastian, wie sieht es bei dir aus? Noch Fragen zur Firma? Ja, eine Frage hätte ich noch. Also, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann gibt es jetzt letztlich in Georgien relativ wenig Substanzvorschriften. Ja, das heißt, Sie haben zwar gesagt, für die steuerliche Sonderregelung brauche ich einen Mitarbeiter dort, aber ich muss jetzt keinen Geschäftsführer zum Beispiel aus Georgien
bei der Gesellschaft beschäftigen. Der Geschäftsführer kann auch anders sein. Nein. Das dürfen Sie im Ausland bleiben und ein Geschäftsführer sein. Das dürfen Sie. Sehr gut. Okay, nee, das waren alle meine Fragen. Gründungskapital Ja. noch? Gründungskapital bei der Firma. Ich nehme an, die Firma, die die meisten gründen, ist was Vergleichbares zur GmbH oder was gibt es dafür? Ja, es ist typische GmbH wie in Deutschland. Wir haben Zivilrecht, Handelsrecht von deutsche BGB und HGB übernommen. Das heißt, das ist total ähnlich. Aber was Gründungskapital betrifft, wir haben bei GmbH 0 und bei AG haben wir 100.000 Lari, das macht 40.000 Euro. AG. Okay, gut zu wissen. Sehr schön. Andere Rechtsformen sind nicht so aktuell, so HGB und KG. Ich kenne keiner. Im Prinzip, ich arbeite seit 25 Jahren hier und kenne keine Firma mit KG. Okay, gut. Dann würde ich jetzt ganz zum Thema Visum und Aufenthaltsgenehmigung ein paar Fragen besprechen. Also vielleicht zuerst immer die Frage, welche Arten von Visa-Aufenthaltsgenehmigung gibt es für jemanden, der länger als die üblichen touristischen Tage, 90 Tage vielleicht bleiben will? Also Nein, für die Deutschen, also wir sprechen für die Deutschen, aber für die Somaliers vielleicht sind andere Regeln, aber ich bin nicht so ganz geschult in Aufenthaltsrecht. Es ist nicht meine Richtung, aber oberflächlich natürlich darf ich, was ich weiß, natürlich äußern. Für die Deutschen ist das absolut 365 Tage frei. Ab dem muss man ausreisen und einreisen. Das ist visafrei. Und man braucht vor Ort keine Visum, man bekommt einen Stempel nur und reist ein. Also das muss ich jetzt auch wirklich nochmal wiederholen, ob ich das richtig verstanden habe. Als Deutscher kann ich ein Jahr bleiben ich kriege einen Stempel in den Pass, kann ein Jahr bleiben und dann würde es reichen, wenn ich einen Tag ausreise und wieder einreise und kann wieder ein Jahr bleiben. Das ist korrekt. Also visafrei. Für die Deutschen Deutschen und EU-Bürger ist es visafrei. Und ansonsten falls Sie unbedingt eine Steueransässigkeit bekommen, da gibt es ja irgendwelche Tricks und Regeln. Und wenn Sie natürlich als Dritte kommt dann die Einbürgerung und dann muss man wenigstens irgendwelche besondere Voraussetzungen erfüllen. Man muss irgendwelche Zeitraum, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, 5 Jahre in Deutschland ansässig sein und Georgisch, Geschichte und Sprache kennen und so weiter. Aber außer Wahlrecht nützt georgische Staatsbürgerschaft im Prinzip den Ausländern nicht besonders viel. Ja, und diese Landwirtschaftsfläche zu kaufen, das sind zwei Besonderheiten in dem Fall. Sonst ist das frei. Man braucht keine besondere Arbeitserlaubnisse zu haben. Also es ist absolut frei. Das ist freies Land, wie Deutschland bei Bismarck-Zeit wäre vielleicht. Also, das ist ein guter Vergleich, ja. Georgien strebt ja die EU-Mitgliedschaft an, oder? Da wir streben, aber ob das irgendwie uns klappt. Also, nach dem, was Sie mir gerade gesagt haben oder was Sie uns erzählt haben, klingt das fast so, als würde die EU-Mitgliedschaft dann aber den Verlust von Freiheiten und Erleichterungen fast mitbringen. So, ne? Also da muss man natürlich aufpassen. Das ist übrigens auch. Das kluge Menschen vielleicht verstehen das, aber da sind wir sind irgendwie bereit, das zu opfern. Ja. Ist übrigens interessant bei Georgien, weil wenn man sich die Karte anguckt, liegt ja Georgien eindeutig nicht in Europa, aber die Georgier selber sagen, das fand ich ganz interessant, wir sind der Balkon. Um ehrlich zu sein, ein Teil davon. 20% von Georgien liegt tatsächlich in Europa. Das ist genau dieser Teil, das uns also entnommen und okkupiert wurde. Das ist diese Abchasien. In der Tat, das ist eine europäische, wenn man tatsächlich eine europäische, was heißt die Grenzen, gibt es sowas nicht. Ja, Ural, ja, Russland ist auch zum Teil, ja, Europas Teil. Und genau dieser Teil liegt aber, mental sind wir tatsächlich Europäer als die Asiaten. Also überwiegend meine ich, natürlich gibt es auch asiatische typische Verhaltensweise, aber mental schon. Das Volk ist mental irgendwie Richtung Europa, was man nicht von Armenien und besonders von Aserbaidschan sagt. Also ich finde den Begriff Georgien, der Balkon oder die Terrasse Europas ist doch ein schöner
ein schöner. Nicht schlecht. Ja, jetzt Herr Toratzek, jetzt noch eine Frage. Also, Sie hatten ja gesagt, ich kann dort jetzt bleiben, 365 Tage. Mal angenommen, man würde jetzt sagen, man möchte jetzt dort länger bleiben in Georgien, möglicherweise auch dort steuerlich ansässig sein. Kann ich dort als Freiberufler tätig werden, ja, wenn ich jetzt als Ausländer in Georgien lebe? Oder weil zum Beispiel, es gibt ja so die typischen digitalen Nomaden, ja, die also, so selbstständige, freiberufliche Softwareentwickler oder Texter oder Grafikdesigner sind oder in irgendeiner anderen Kapazität Berater sind. Kann ich da dann mich freiberuflich registrieren? Wissen Sie, wie hoch da die Besteuerung ist? Nein, dasselbe. 20%, wie gesagt. Sie müssen nur beim Finanzamt eine Anmeldung machen und Sie bekommen ja Steuernummer und Sie sollen natürlich die Steuern zahlen. Da sind die 20, mit Ausnahme von Spezialgeschäften, was zum Beispiel diese Virtualsauna betrifft, aber außer sonst, wenn Sie ein Skulptor oder Dichter oder Maler oder sowas in die Richtung oder Architekt, Designer, es gibt viele Ukrainer, ja, und nicht wenig auch die Russen und auch nicht wenig die Belarussen. Ein paar Deutschen kenne ich auch, die Film drehen hier. Und sie lassen nur bei Finanzamt Anmeldung machen und ab dem ihr Einkommen wird mit 20% besteuert. Wenn Sie unbedingt nicht als so 356 Tagen Typ sein wollen und eine richtige Aufenthaltsgenehmigung oder Bewilligung oder Erlaubnis, wie die immer heißt, haben möchten. Dadurch bekommen Sie so speziell eine ID-Card, die dem georgischen ID-Card gleich ist, im Prinzip. Ja, da dürfen Sie dann, Sie sind in dem Fall als Ausländer, aber die haben eine georgische Requisiten. Alle Requisiten, was die Georgier haben. Dafür müssen Sie irgendwelche diverse Bedingungen natürlich erfüllen. Sie dürfen dann entweder mit Georgier verheiratet sein oder Sie dürfen dann irgendwas oder Sie dürfen $300.000 investieren. Wenn Sie $300.000 in Immobilie oder irgendein Geschäft investieren, lassen Sie es mit einem Audierungsgutachten bestätigen. Und dabei müssen Sie 5 Jahre aktiv in Georgien bleiben. Oder wenigstens diese Immobilie, was Sie gekauft haben, muss nicht verkauft oder im Eigenbesitz bleiben. Ja? Und ab 5 Jahren, dann bekommen Sie unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Eine von den Möglichkeiten. Aber 5 Jahre muss man natürlich warten. Sonst haben wir Freizeit. Einmal raus, einmal drin. So türkische Grenze oder ja, im Prinzip offen ist die türkische Grenze. Nach russischer Grenze würde ich abraten. Aber türkische Grenze einmal rüber und rein und das war's. Viele machen so. Oder sollen sie vielleicht einmal im Jahr ihr Heimatland irgendwie besuchen? Das heißt, es reicht auch, wenn man wirklich jetzt nur, ich sage jetzt mal, ein paar Tage raus ist und kann dann wieder rein. Genau, das ist das. Sehr interessant, ja. Und Sie dürfen arbeiten. Einzige Voraussetzung, Sie sollen angemeldet sein Sie dürfen die Firma gründen. Viele kommen und sagen, ich will als Einzelunternehmer irgendwie Anmeldung machen. Nein, mach mal am liebsten die GmbH. Am besten ist das einfacher zu bedienen und da gibt es so starke Regeln. Natürlich, außer dass man nicht persönlich haftet, kommt auch die Buchhaltung und solche Dienstleistungen einfacher bei GmbH als bei dem Einzelunternehmer. Und deswegen gründen die viele diese GmbH und dem arbeiten sie und machen, was sie wollen. Bankkonto bekommt man innerhalb von 2 Stunden und Steueranmeldung bekommt man auch am selben Tag oder am nächsten Tag höchstens. Jetzt nochmal ein anderer spezieller Fall. Nehmen wir mal an, jetzt jemand möchte in Georgien leben, ne, zieht nach Georgien, bleibt er die 365 Tage, er gründet keine Firma, er arbeitet nicht in Georgien, aber er hat halt Einkünfte aus, nehmen wir mal an, Dividenden, er hat ein Unternehmen, hat Gesellschafter, eine Firma im Ausland und bekommt dort Gewinnausschüttung zum Beispiel. Was passiert denn da steuerlich jetzt in so einem Fall? Wenn man über 183 Tagen in Georgien ansässig ist, bekommt man weltweit eine georgische Steuerresidenz, sogar für die Deutschen. Und dann fällt man in georgische Steuer. Wenn mit Ausnahme, was das deutsche Steuergesetz mit Ausnahmen macht, bei Zahlungsquelle besteuert zu haben,
Ansonsten ist das die georgische Einkommen. So steht auch im Doppelbesteuerungsabkommen. Selbst wenn man in Deutschland besteuert wird, dann wird man nicht in Georgien besteuert und so weiter. Also man kommt auf georgische Boden. Und in georgische Boden ist das, wie gesagt, 20% anstatt 45 Gewinnausschüttung in Deutschland. Also das heißt, es gibt ja so manche Länder, da ist die Regelung so, dass jetzt zum Beispiel, wie jetzt der Daniel gesagt hat, zum Beispiel ausländische Dividenden, ausländische Kapitalerträge so werden dann nicht versteuert, aber das ist in Georgien nicht so. Die werden auch mit 20% versteuert. Okay. Ja, Gewinnausschüttung mit 15 und 5 mit Gewinner. Ja, bei Gewinnausschüttung zahlt man 15% Gewinnsteuer und 5% Gewinnausschüttungssteuer. Und in dem Fall natürlich kommt man auf 20 auf unserem Boden. Ja, okay, verstanden. Okay. Ja, viele Rentner sind hier so als Rente. Sie bekommen die Rente da oder vielleicht bekommen die irgendwas. Bankzinsen sind ganz schön hoch hier. Wenn man in georgische Währung das umsetzt, dann ist es 12% jährlich. Ich vertraue an die georgische Währung, also so viel Inflation ist das da nicht. Bei Türken haben Sie doch gesehen, und bei uns ist sowas nicht passiert. Nur in 2008 während der Kriegszeit, so 5 Tage Krieg, und bei der Covid-Desaster gab es solche so Schwankungen, aber sonst ist mit Lari ab dem Zeitpunkt der Gründung, also ab dem Zeitpunkt der Geburt, das waren 2005 oder 2000, nee, das war 1993, glaube ich. Ab dem Zeitpunkt ist das nicht so ganz schlecht geworden. Heute ist das für Euro 2,8 und damals wäre es 1,6. Im Prinzip dasselbe, was mit deutschem Mark und Euro und solche Typen passiert ist. Also nichts Besonderes. Aber bei der Spareinlagen in georgische Währung bekommt man 12%. Versus Euro-Spareinlage versus, das kostet, glaube ich, pro Jahr 1% oder 1,5 höchstens. Aber es gab auch schon Minuszinsen, ne? Genau. Ja, stimmt, genau. Jetzt sind wir gerade bei dem Thema. Vielleicht passt da die Frage ganz gut dazu. Wenn ich jetzt nach Georgien gehe und bin da längere Zeit, will ich vielleicht, weil Sie haben ja gesagt, es macht Sinn, das in Lari dann anzulegen. Wie einfach oder schwer ist es denn, ein Bankkonto zu eröffnen für jemanden, der eine Firma gegründet hat oder für jemanden, der einfach da hinkommt und da wohnt? Simpel. Sie zeigen Ihr deutschen Pass und Sie bekommen ein Konto. Keine besonderen Fragen gestellt. Aber ich habe ja jetzt bin ich jetzt angemeldet? Also muss ich mich irgendwo als Einwohner registrieren? Das betrifft die Bank überhaupt. Ist egal. Natürlich bekommen Sie eine Kontogebühr, aber sonst betrifft es keinen. Sie werden in der Liste gecheckt, AML-Liste, diese Anti-Money-Laundering-Liste, wenn Sie nicht drin sind, dann frei. Okay. Hört sich gut an. Nee, das ist typisch gut. Das ist typisch, Sie kommen rein und machen eine Spareinlage. Ganz einfach, Rückzug, dann dürfen Sie nach Ausland fahren und Spareinlagen werden nicht besteuert. Das sind null Steuer. Also wenn ich sage 12%, das heißt 12%. Am georgischen Boden bekommen Sie keine Besteuerung. Was Sie in Deutschland bekommen, das ist leider nicht unser Fall. Kann ich nicht viel sagen. Wie viel Zinsen, Steuer sind das in Deutschland, weiß ich nicht echt. Ich glaube 25, aber kann ich mich irren. Und Georgien ist null. Ja. Wenn Sie 100.000 Euro einlegen, ja, wie viel bekommen Sie pro Monat? 1.000 Euro? Nicht schlecht. Und viele machen es so, Sie nehmen ein Darlehen. Es gibt in Deutschland so einen Sport, das ist keine Adidas natürlich, aber das ist Sportwaren, solche Klamotten. Und er hat 7 Millionen Euro da aufgenommen und in Georgien eine Spareinlage angelegt. Aber das hat er in Euro natürlich gelegt. Wenig Zinsen gekriegt, aber trotzdem war er hausfroh. Und er hat mit diesen Zinsen natürlich die Darlehen in Deutschland bezahlt und dann Kinderfußball finanziert in Georgien. So macht er das. Interessant. Cool. Also Sie sagen auch, man kann den Banken in Georgien vertrauen, da ist jetzt in den letzten Jahren... Banken sind absolut vertraulich. Ich kann sogar mit Blut das unterzeichnen und sagen, die Banken sind tatsächlich
Also das ist mit Ausnahme, vielleicht es gab keinen Fall seit den letzten 25 Jahren eine Liquidation oder Insolvenz. Natürlich haben die Banken Finanzkrise bekommen, aber es gab keinen Fall. Ich nehme die Banken, nicht die Kredithaie und solche Typen. Natürlich, da gibt es Probleme, aber Banken, lizenzierte Banken, haben seit 25 Jahren überhaupt keinen Fall der Depositenprobleme oder sowas. Gab es nie. Denn Nationalbank, also Aufsichtsbehörde, der arbeitet ganz schön. Und wenn Sie die Auslandsreports von Nationalbank lesen, das ist, ich glaube, Europas beste Aufsichtsorgan, ja, Verwaltungsbehörde, die das tut. Es ist in der Tat. Und bekommt man eigentlich auch, Konten auch in Euro und anderen Währungen? Oder geht es nur wirklich? Ja. Sie dürfen natürlich die Mongolei Tugriks bekommen Sie nicht, aber alle möglichen Währungen. Ja, die Pfunden, Euro, Dollar, Rubels. Okay. Wenn man jetzt, Sie hatten ja vorhin gesagt, dass es jetzt möglich ist, auch über Ihre Kanzlei ein Unternehmen zu gründen, ohne jetzt vor Ort zu sein. Wie ist es dann mit dem Bankkonto? Muss ich fürs Bankkonto dann vor Ort sein oder kann man das auch von Remote oder eröffnen aus der Distanz? Wir werden das natürlich per Vollmacht machen. Bankkonto darf man auch per Vollmacht machen. Aber da werden viele Fragen von der Bank gestellt und ich lasse dann per E-Mail oder per WhatsApp oder per irgendwas, ja, Zoom. Die Bank will Sie irgendwie sehen, Sie tatsächlich so fleischlich sehen. Das ist die Bankvoraussetzung. Wir wissen ja, Bankkonto ist immer kompliziert heutzutage. Das ist ja eh klar. Viele Fragen und man muss alles wissen und beantworten, volle Transparenz und so. Das ist ja sowieso klar. Aber das lässt sich Aber machen. Ich kann zumindest sagen, es gibt Wege, wenn ich jetzt nicht aus irgendeinem Grund nach Tbilisi kommen kann zu Ihnen, dann kann ich dort hier per Remote auch das Bankkonto eröffnen. Sie sollen Ihr Pass notariell kopieren lassen und das notariell beglaubigen. Das Notar sagt, dass Sie es tatsächlich sind und ab dem viele Fragen sind weg. Okay, gut. Jetzt hatten Sie für uns das Beispiel so mal plakativ dargestellt. Also es kommt jetzt jemand, öffnet ein Bankkonto, zahlt 100.000 Euro ein in der Lokalwährung Lari beispielsweise, bekommt monatlich 1.000 Euro Zinsen in Lari umgerechnet natürlich. Wie kann man sich denn die Lebenskosten vorstellen? Also wie viel Geld kostet ein einigermaßen für einen Europäer akzeptabler Lebensstil? Fragen Sie, als ich in Deutschland als Student gelebt habe oder wie die Russen jetzt in England wohnen? Die Oligarchen, meine ich. Ja. Nee, Lebenshaltungskosten durchschnittlich, sagen wir, wir nehmen in Deutschland normaler Beamter mit Einkommen von 4.000 Euro. Ja, dieser Lebensstil ist im Prinzip für mich bekannt. Für diesen Fall würde ich hier sagen, das reicht genau 4.000 Lari. Und das sind wie viel Euro? Ja, das sind per 2,8. Wie viel? 1,5. Okay. 1,5. Mit 1,5 Euro natürlich leben Sie nicht in Speck, aber Sie dürfen 2 Kinder in die Schule gehen lassen, ein Auto oder 2 Autos in der Familie besitzen. Wohnung, hier ist keine übliche Sache, die Wohnung zu mieten. Man kauft die Wohnung. Die Wohnungskosten sind durchschnittlich ungefähr, ich war in Freiburg und Quadratmeter kostete, glaube ich, 10.000 Euro kostete Quadratmeter. Und hier kostet 1.000. Eine Luxury-Wohnung kostet hier 1.000 Meter. Und wie viel Quadratmeter brauchen Sie für die 2-Kinder-Familie, der Frau und 2-Kinder-Familie? 150. Ja, so viel 150.000 Euro kostet Ihre Wohnung. Sie bezahlen das mit Hypothek. Wie gesagt, die Hypothek ist auch nicht billig, nicht so billig wie in Deutschland. Aber trotzdem, mit 1.500 kommen Sie zurecht. Okay. Mit 3.000 Euro sind Sie ganz normal überdurchschnittliche Einwohner. Gut zu wissen. Schule hatten Sie gerade schon erwähnt. Also die Kinder
wenn jetzt jemand auswandert nach Georgien, die Kinder haben dann Schulpflicht und gehen in die normale georgische Schule oder bringen die auch Nein, internationale nein. Schulen? Schulpflicht natürlich gibt es. Aber im 2007 oder 2008 haben wir, und wir meine ich die Deutsche Wirtschaftsvereinigung, damals war ich da aktiv, super aktiv, und wir haben die Deutsche Schule gegründet. Die ist ganz schöne deutsche Schule jetzt, glaube ich, jetzt mit 1500 Kindern. Was? Wahnsinnig. Groß, ja. Deutschzulässige, ich habe seit 5 Jahren also keine Aktivitäten da gehabt, aber die haben die deutsche Zulassung und mit Ausbildungsministerium irgendwas da gemacht wurde. Ich war nicht dabei, aber habe ich gehört. Und das ist absolut normale, schöne Schule mit deutsche Sprachlehrgänge. Da darf man auch und kostet auch nicht sauteuer. Ich glaube, Jahr kostet ungefähr 6.000 Euro oder 7.000 Euro. Ein Jahr. Jahresgebühr. Das liegt im üblichen Bereich, ja, genau. Wie sieht es denn im Gesundheitswesen aus? Das ist eine Frage, die auch viele Auswanderer sehr interessiert, besonders wenn, wie wir gerade drüber gesprochen haben, man mit Kindern kommt. Fliegt man lieber wieder nach Hause für eine größere medizinische Behandlung oder gibt es alles nach europäischem Standard auch in Georgien? Ne, europäischer Standard ist das hier eingebaut. Nein, ich würde nicht sagen, natürlich vielleicht irgendeine, ja, keine Ahnung, also was Menschenorgan betrifft, Normalfall ist alles hier erreichbar und ganz schön normale Experten haben wir. Also ich habe Fälle zum Beispiel mit meinem Vater. Gerade haben wir vor 2 Monaten Herzklappenimplantation gemacht. In Unimünster Kliniken kostet es 50.000 Euro. Hier haben mit 20.000 Euro geklappt. Und super. Also qualitätsmäßig und was im Vergleich, also ich habe in Deutschland 10 Jahre gewohnt und ich kenne keine amerikanische so Krankensystem, aber deutsche kenne ich sehr gut. Ja, AOK, DRK und Barmer kenne ich sehr gut. Und in dem Fall würde ich vergleichen, das ist dasselbe. Aber mussten Sie jetzt diese 20.000 selbst bezahlen oder gibt es da Versicherung oder Ein kleinen Teil hat die Stadt bezahlt, aber das war für Georgien sehr außerordentlich. Das war für meinen 83-jährigen Vater. Die haben keine extra. Ja, in Deutschland lässt man ab 83 oder 82 diese Operation kostenfrei machen, also zahlt die Versicherung. Aber in dem Fall deckte die Versicherung es nicht. Das war man sagte, man muss Normaloperation machen und das ist eine Luxury-Operation. Das wurde so eingestuft und man hat bezahlt. In dem Falle schon. Ja, das habe ich selbst bezahlt. Aber es gibt ganz normale. Es ist eine Ausnahmesfall. Ja, wie viele Menschen machen, wie viel kennen Sie ungefähr, was diese Operation gemacht wurde. Aber im Normalfall, was Normaloperation betrifft, das ist kein Problem hier. In Covid-Sache waren wir viel besser als die Deutschen. Sterblichkeit und Ansteckungsprozenten waren viel, also prozentual meine ich, pro Rata, war viel besser. Und wir haben nicht. Und woran lag das? Wie ist da Ihre Analyse? Und wir haben das Laden nicht so ganz dicht gemacht wie in Deutschland. Was habe ich da gehört? Mein Bruder wohnt jetzt in Stuttgart, der arbeitet für Mercedes, der ist ein Ingenieur da und davon hörte ich, welche Albträume man daher gehabt hat in Höhezeit, im Höhepunkt des Covids. Ja, gut zu wissen. Also im Prinzip kann man ohne Angst in der Hinsicht. Medizinisch sind wir versorgt. Nein. Das ist keine Somalia. Also im Prinzip, das ist, würde ich sagen, quasi Deutschland plus minus 20%. Und jemand, der dort jetzt länger bleiben würde, zum Beispiel mit diesem 1 Jahr visumsfreien Aufenthalt, der würde in Georgien eine Krankenversicherung kaufen oder eine Auslandsversicherung? Staatliche Krankenversicherung bekommt er nicht, aber er darf kaufen. Ich habe für meine Familie eine Familienversicherung und dafür zahle ich 400 Lari. Das macht 150 Euro pro Monat. Ja, okay. Also sehr und das ist so gesagt das beste Paket, was man hier kriegen kann. Jetzt haben Sie gerade Ihre Hände so gehoben.
Da muss ich eine Frage stellen dazu. Ja, ja. Und zwar, es gibt doch, habe ich das gelesen, in Georgien so diese Tradition mit Freundschaftsbändern. Nämlich, es gibt viele. Ja, irgendwie so, wie heißt das? Chokra oder so, ich kann es gar nicht richtig aussprechen. Gibt es irgendwie so ein georgischen, Jetzt bin ich überfragt. Hier kann ich Sie nicht folgen. Vielleicht, ich kann es leider nicht nein. in Georgisch schreiben. Ich habe es gelesen, dass da in Georgien, Begrüßungsart oder was wollen Sie? ich kann, Begrüßung. Die Männer küssen wie die Italiener. Das haben wir hier. Nicht bei Jugendlichen, aber bei der alten Menschen gibt es sowas, dass die Männer gegenseitig küssen, wie in Süditalien. Typisch. In Deutschland sieht man sowas nicht. wie ist denn überhaupt der Einfluss? Jetzt ist ja Georgien von vielen Ländern umgeben. Und welche Kultur erlebt und fühlt man da oder welchen Einfluss welcher Kultur fühlt man denn da am meisten? Meine Kommilitoninnen und Kommilitonen von Münster, ich lag die meisten so, 6, 7 Kommilitonen haben meine Freunde, die nach Georgien kommen. Und ich höre, das muss auf jeden Fall eine andere Meinung sein. Ich kann selbst nicht urteilen. Ich bin ein Europäer. Also im Prinzip, ich habe 10 Jahre in Deutschland gelebt und ich merke mir, das ist irgendwie anders aus als in Georgien. Aber durchschnittlich Georgier hat diverse Einflüsse von Europa, natürlich von Russen auf jeden Fall und von Asien. Und Asien ist am meisten Iran, nicht Türkei. Typische Einflüsse iranische, aber Iran hat uns seit 200 Jahren ruhen lassen. Das ist, wenn Sie nach Bosnien gehen. Welche Einflüsse haben wir da? Aber das sind die Musulmaner. Schlechter Beispiel. In Serbien, die haben doch ziemlich wenig, in Südspanien. Die haben seit 600 Jahren oder wann haben die Conquista da gehabt, aber trotzdem sehen sie kulturell irgendeine muslimische Einflüsse. Selbst bei den Menschen, beim Essen, beim Reden, beim Musiken, bei Tanzen, ja, gibt es sowas. Aber kann man nicht sagen, dass Bala ist, ja, Südspanien, das ist kein musulmanisches Land. Aber merkt man, ja, anstatt Asturien oder Basken, die sehen irgendwie anders aus. Und selbst sowas merkt man hier. Westgeorgien ist ziemlich so hell und europäisch, genau wie die so deutsche Habitus haben wir da. So, sie sind hell und blauäugig. Und bei Ostgeorgien hatte man viel muslimische Einflüsse und dass man irgendwie physisch und körperlich da irgendwie anders gemischt, also Mischrasse geworden. Und da sieht man anders. Und natürlich mental, aber sie fühlen sich hier so ganz gastfreundschaftlich. Das werden Sie sehen. Das fühlen Sie sofort. Ich fliege ab und zu mal nach Bali. Für mich ist Gastfreundschaft nicht so fremde Sache, also das mögen wir. Aber in Bali habe ich was anderes gesehen. Da ist viel mehr. Und zum Beispiel in Frankreich sehe ich gar keine Gastfreundschaft. Im Vergleich zum Beispiel wie in Spanien, ja, Südspanien. Oder Süditalien. Ja? In Milan werden sie anders behandelt. Ich werde nicht, dass sie unbedingt so schlecht behandelt werden, das sage ich nicht, auf keinen Fall. Aber in Süditalien so werden sie anders. Selbst in Restaurants. Das merken sie, das fühlen sie. Ja? Das merken sie auch in Georgien. Das Land ist absolut menschenfreundlich, besonders ausländerfreundlich, besonders westeuropafreundlich, ich würde sagen. Die Deutschen sind hier willkommen. Kriminalmäßig ist das viel besser als vielleicht in Berlin. Sogar besser. Werden Sie Statistiken sehen, dann werden Sie sehen, dass es also kriminalmäßig ist nicht. Aber man muss irgendwelche natürlich traditionelle Arten bewahren. Es ist nicht so, dass man unbedingt dass jemandem irgendwas passiert. Aber wenn Sie nach Japan gehen, und ich war mal ein paar Mal in Japan, und da merkte ich mir, dass man versteht mich nicht. Ja, besonders wenn man mit Japanern isst. Das mögen die nicht. Also, Sie haben mich jetzt neugierig gemacht. Ich werde es mal austesten mit der georgischen. Das sollen Sie, auf jeden Fall. Genau. Nicht mal mit Georgien, mit Athen, sondern Sie sollen vor Ort das Ganze machen. Ja, klar. Jetzt haben wir ja noch gar nicht erwähnt, wirklich eigentlich, dass ja Georgien
ein relativ kleines Land ist. Ja? Das heißt, es ist im Grunde, kann man sagen, doppelt so groß wie die Schweiz. Es ist genau groß wie Irland. Das ist genauso so groß wie Irland. Und das haben sie, glaube ich, 3,2 Millionen Einwohner oder sowas. Ja? 3,5, ja. 3,5. Da ist, wie stellt sich jetzt bei diesem kleinen Land, wie ist jetzt da letzte Situation, zum Beispiel in dem Vergleich bei der Situation jetzt in Russland und der Ukraine? Ist da die Gefahr, dass Georgien da unter die Räder kommt? Gibt es da Sorgen bei den Georgiern? Im Moment hat man da Angst? Ich glaube, es sind ja auch viele Russen nach Georgien geflohen, ja, die dort abgehauen sind in Russland. Wie ist da so die Reaktion und was sind die Konsequenzen für Georgien, auch als kleines Land, als kleiner Nachbar auf diesen Konflikt? Um ehrlich zu sein, ich glaube, es besteht eine theoretische Gefahr, angegriffen zu werden. Und deswegen behandeln wir die Sache jetzt irgendwie ganz mäßig. Jetzt spielen wir quasi, wir sind nicht neutral, natürlich, wir sind für die Europäer, für die Ukraine, aber wir spielen, unsere Regierung spielt im Moment so ein Spiel, dass man irgendwie zeigt, dass sie neutral ist, nicht für Europa und nicht für Russen, für beiderseitig und so mäßig. Und wir wollen die Russen natürlich nicht ärgern. Die haben unsere 20% Territorium okkupiert schon und sie dürfen es auch heutzutage auch leicht machen. Wir sind keine Ukrainer, vielleicht sind wir tapfer, vielleicht sind wir das und das, aber und wir haben keine besonderen Streitkräfte. In dem Fall natürlich ist jede Möglichkeit verloren. Und wir wollen den blöden Bär nicht ärgern. So lassen wir es irgendwie so mäßig machen. Ich will nicht unbedingt ein Beispiel des Zweiten Weltkrieges geben, aber ich glaube, die Franzosen haben ganz leicht gemacht. Und im Vergleich zu uns darf man nicht so eine Tapferkeit fordern. Ja gut, ist natürlich auch sehr viel, also es ist sehr schwer, Bevölkerung, ist ja klar. Aber für Investitionen natürlich ist das im Moment bedroht. Natürlich ist das, für große Investitionen ist das natürlich bedroht. Deswegen habe ich keine Großkunden nicht mehr. Viele Kunden im Prinzip sind jetzt, die haben es gestoppt, die sind nicht raus, aber die haben die Aktivitäten gestoppt und die warten erstmal ab. Nein, das sieht man. Ja, interessant. Wenn Sie die Analyse von Staatsinvestitionen sehen, und es gibt viele fürs Georgien, Blue Orchard zum Beispiel, wenn Sie Blue Orchard Georgien lesen, dann werden Sie es sehen, dass das ist das größte Investitionsfonds fürs Georgien, Blue Orchard. Dann werden Sie sehen, dass es irgendwie gestoppt ist. Denn im Moment besteht keine potenzielle Gefahr, dass wir irgendwie überrannt werden, aber man weiß nicht. Und deswegen sind wir alle fürs Ukraine. Leider viele Georgier sind fürs Ukraine jetzt im Krieg eingestiegen. Ich glaube, die größte Teil Pro-Rata-Potenzial ist Georgisch da. Denn wir wissen, wenn die verlieren, dann sieht es schlecht aus. Das wissen die Deutschen sogar. Deswegen hat Deutschland auch ihre irgendwie Außenpolitik nach wie viel? 80 Jahre jetzt irgendwie umgedreht. Wenn jetzt Zuschauer und Zuhörer neugierig geworden sind und so überlegen, Georgien könnte das was für mich sein, welche Tipps haben Sie denn für Zuschauer, Zuhörer, die jetzt sozusagen Georgien auf ihre Shortlist setzen? Wie geht man da jetzt, wie könnten Sie weitergehen, wie könnten Sie die Sache beleuchten, beurteilen, ist das Land was für mich oder nicht? Also welche Tipps haben Sie für Auswanderwillige oder jemand, der vielleicht jetzt da Geschäfte starten will? Ja, es kommt darauf an, was man hier in Georgien tun muss. Touristischmäßig tauge ich nichts viel, dafür gibt es viele Prospekte, was man touristenmäßig also anbietet. Aber falls man irgendwelche Spezialfragen hat, natürlich ist das als erste, würde ich sagen, Khinkali isst man mit 2 Händen. Das ist das Wichtigste hier, denn das Essen ist das auch erstwichtigste im Lande. Aber um ehrlich und ernst zu sagen, keine Gefahr, keine Feindlichkeit. Man wird geholfen und businessmäßig ist das ein Paradies hier, also steuerrechtlich gemeint. Logistik arbeitet hier auf jeden Fall gut, falls man mit Waren handelt. Und sonst muss man
wie in Deutschland wir ackern, um Erfolg zu erreichen. Genau hier. Ja. Viele, die in ein anderes Land gehen, fragen sich immer, gibt es eigentlich IKEA in dem Land? Nein, wir haben keine IKEA. Nein, wir haben nichts Ähnliches. Um ehrlich zu sein, nein, haben wir nicht. Nein. Gut, das war nur eine Scherzfrage. Es gibt Länder, in denen gibt Ich es verstehe die Frage, ja. die schöne, aber manche Leute suchen so dieses Vertraute, ne? Ja. Nee, aber McDonald's haben wir, um zu beruhigen. Na gut. Aber ist also auch noch Potenzial für die Zukunft, dann vielleicht businessmäßig, vielleicht kommt ja irgendwann mal Obi und IKEA auch nach Georgien zumindest, wenn. Das ist Kleinland, ja, es ist schwer. Also wir haben nicht mal Starbucks. Starbucks wurde vielmal versucht, aber es ist keine potenzielle Verkaufsstelle. Ja, deswegen. Wenn jemand kommt, muss verkaufen. Und für IKEA ist das zu konkurrenzmäßig. Selbst IKEA kann hier nicht verkaufen. Es gibt ukrainische, russische und diverse georgische Möbelfirmen, die das billiger machen als IKEA. Stimmt. Ja. Jetzt, Sebastian, hast du noch eine Frage oder können wir dann langsam zu unseren Schlussfragen kommen? Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, also 3 Fragen zum Schluss stellen wir gerne unseren Gästen. So eine wäre zum Beispiel, was ist Ihrer Meinung nach die eine Top-Sehenswürdigkeit, die man unbedingt gesehen haben muss in Georgien? In Georgien. Ich habe so halbe Tag, ja, denn zweite Hälfte muss man so essen und Wein trinken. Ich würde Sie nach Kachetien bringen und unsere schöne Weinweiden zeigen und wie man Wein treibt. Das ist doch schon mal was. Ja, genau. und da gibt es jede Menge Sehenswürdigkeiten, wie historisch. Wir haben die älteste Sehenswürdigkeit, also historische Denkmal ist von 4. Jahrhundert und das ist nicht von Römerzeit. Wir haben das eigentlich selbst gebaut und sowas. Nach Kachetien. Okay. Halbe Tag nach Kachetien und dann essen und Wein trinken. Ja. Rotwein. Zum Thema Essen, was wäre denn das Essen, das Sie mir jetzt von der Karte bestellen würden? Die Nationalgericht in Georgien. Ich würde die Weltstatistik nutzen. Es gibt irgendeine so irgendeine Website und die ganze Welt ist drin. Und Georgier sind mit jeder Menge Essen in 50 Rang. Natürlich die Italiener und Griechen sind vorne und die Türken. Aber unser Bestseller, unser so klassische, das ist die Käsepizza, man nennt das Khachapuri. Das ist typische Käsepizza und das ist Bestseller hier. Also wenn man sagt Khachapuri, das heißt georgisch. Und Khinkali, das sind die Baozi, wie die chinesische Baozi. Das sind solche so Manteltaschen, Maultaschen oder irgendwas. Okay. Und das ist Bestseller. Natürlich ist es typisch georgisch. Wenn man das sieht, dann sagt man, oh, Georgien. Gut. Okay. Kommen Sie rüber, dann sehen Sie es. Ja. Jetzt sind Sie natürlich, sagen Sie jetzt, Georgien ist das für Sie das schönste Land der Welt. Aber wenn Sie jetzt doch auswandern müssen, zum Beispiel in ein anderes Land, was wäre denn für Sie ein mögliches Traumland, wo Sie sagen, das könnte ich mir vorstellen, dort auch zu leben, wenn es nicht Georgien ist? Kommt drauf an, was ich da zu tun habe. Für mich, Deutschland natürlich ist zweites Heimat. Also ich fliege nach Deutschland gerne, da fühle ich mich so einheimisch, da bekomme ich typische Rehabilitation und so. Aber wenn Sie mich unbedingt fragen, aber sonst, ja, Georgien, außer Deutschland, keine Ahnung, Irland vielleicht. Die nahebeste, vielleicht habe ich viele Freunde aus Irland und vielleicht deswegen. Ja, Und nahebeste Typ. Mal mit dem Wetter beschäftigen in Irland. Ja, stimmt. Ja, und mit Guinness. Genau. Ja. Schön. Dann ja, kann ich einfach nur sagen, also vielen, vielen herzlichen Dank. Gern geschehen, Herr Taborek. Für dieses schöne Gespräch und wir hoffen, es hat auch unsere Zuschauer und Zuhörer neugierig gemacht, sich jetzt vielleicht sogar Georgien auf die Shortlist zu setzen. Es waren ja wirklich einige Besonderheiten dabei, gerade auch steuerlich gesehen, sehr, sehr interessant. Und wenn jetzt jemand Sie kontaktieren will, dürfen wir Ihre Webseite einblenden oder wie nimmt man am besten Kontakt auf mit Ihnen? Ja, Websites oder Direktkontakt per WhatsApp oder viele finden mich irgendwie im Internet.
keine Ahnung woher, aber wenn man meine Freunde, als sie getippt haben, Anwalt in Georgien, da kommt die Toratze Partners-Anwaltskanzlei sofort als die erste Liste. Keine Ahnung warum. Ich habe nichts da Besonderes gemacht, aber trotzdem kommt es. Viele kommen per Internet und ja, erster Kontakt, dann bitte ich sie per schriftlich irgendwie ihre Probleme darzulegen, die Unterlagen zukommen lassen. Erste Stunde ist bei uns immer kostenlos natürlich und die Sache irgendwie, sogar jede Stunde ist bei uns kostenlos, solange ich die Sache irgendwie erkunde und studiere. Und ab dem kommt drauf an, natürlich Schwerfall und ob es überhaupt hoffnungsvoll ist oder hoffnungslos. Die bekommen die Beratung. Okay, klasse. Aber die Deutschen sind bei uns wie zu Hause. Die bekommen so sprachlich und ja, unzufriedene deutsche Kunde hatte ich noch nie. Die Engländer und Amerikaner schon, aber die Deutschen hatte ich noch nie. Okay, klasse. Sehr schön. Also dann vielen herzlichen Dank für das. Gern geschehen. Gern geschehen. Ich danke Ihnen. Bleiben Sie fröhlich. Danke Ihnen. Wiederhören. Wiedersehen. Ich wollte nun die steuerlichen Vorteile von Georgien doch nochmal herausstreichen, denn hier gab es vielleicht in dem Gespräch mit Herrn Toratze einige Missverständnisse, die nicht so ganz klar geworden sind. Wir kennen es ja alle, Lost in Translation. Erster Punkt, erster Vorteil, den Georgien hat, wenn du dort wohnst, Auslandseinkünfte sind steuerfrei, es wird territorial besteuert. Das heißt, wenn du aus dem Ausland Kapitalerträge hast, Kryptoerträge hast und so weiter und so fort, ist alles steuerfrei. Zweiter steuerlicher Vorteil ist die sogenannte Kleinunternehmerregelung. Bitte nicht verwechseln mit der deutschen Kleinunternehmerregelung, denn dort geht es ja um Umsatzsteuer. Die georgische Regelung ist etwas ganz anderes. Dort geht es nämlich um den Gesamtumsatz. Wenn der Gesamtumsatz weniger als 500.000 Lari ist, ich sage mal, es sind so ungefähr 160.000 Euro, dann bezahlst du lediglich eine Steuer von 1% auf den Umsatz. So, das ist eine sehr vorteilhafte Kleinunternehmerregelung. Dritter Vorteil von Georgien ist eben diese Sonderregelung, die wir kurz angesprochen haben mit Herrn Toratze. Darum geht es vor allen Dingen für Softwareunternehmen oder eigentlich nur für Softwareunternehmen, die in Georgien eine Tochtergesellschaft gründen. Diese müssen lediglich 5% Steuern bezahlen auf den Gewinn. So, das sind die 3 steuerlichen Vorteile, die Ausländer haben können, die nach Georgien umziehen und sich dort geschäftlich betätigen. Ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Dr. Toratze und Daniel und mir gefallen. Es würde mich freuen, wenn sich daraus vielleicht ein Vorhaben für dich in Georgien ergibt und wir uns im Beratungsgespräch wiedersehen. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.